So, dann begrüße ich Sie jetzt zum zweiten Teil unserer heutigen Veranstaltung. Im ersten Teil haben wir über das Massaker in Babyn Jar und über die Ermordung der Juden im östlichen Europa gesprochen. Jetzt geht es im zweiten Teil um die Erinnerung daran. Und das zweite Panel heißt Umkämpfte Erinnerung. Denn es geht um unterschiedliche Konzepte des Erinnerns und um die Konflikte, die daraus entstehen. Die meisten von Ihnen werden es wissen, 20 Jahre nach dem Massaker in Babyn Jar schrieb der sowjetische Lyriker Jewgeni Jewtuschenko ein Gedicht. Das beginnt mit der Zeile: Über Babyn Jar, da steht keinerlei Denkmal. Ich zitiere das hier nach einer Übersetzung von Paul Celan. Jewtuschenko schrieb dieses Gedicht, nachdem er 1961 Kiew besucht hatte und anlässlich dieses Aufenthalts auch die Schlucht gesehen hat, die Schlucht, in der das Massaker stattgefunden hat. Und zu diesem Zeitpunkt dienten zumindest Teile dieser Schlucht als eine Art Auffangbecken für eine nahegelegene Tongrube. In der Tat kein Ort des Gedenkens. Erste Überlegungen, erste Anregungen von jüdischer Seite, ein Denkmal in Babyn Jar zu errichten, gab es schon während des Krieges. Das heißt, erste Diskussionen haben stattgefunden, die sind dann aber sofort nach dem Krieg unterbunden worden. Und erst im Jahre 1976, das war dann zum 35. Jahrestag von Babyn Jar, wurde von staatlicher Seite ein Denkmal errichtet. Dieses Denkmal erinnerte dann aber nicht an die Ermordung der Juden, also vor allen Dingen an dieses Massaker im Jahr 1941, sondern es erinnerte allgemein an die ukrainischen Opfer der deutschen Besatzung. Und die Erinnerung an Babyn Jar, ich glaube, das wird deutlich, wird sicherlich auch in diesem Panel, jetzt in diesem zweiten Teil deutlich. Die Erinnerung an Babyn Jar ist immer umstritten gewesen. Sie ist umstritten gewesen in Zeiten der Sowjetunion, sie ist umstritten heute, und in sowjetischen Zeiten war dies eben vor allem ein Kampf um die Thematisierung überhaupt und um die Anerkennung dieses Massakers. Das stand tatsächlich in den Auseinandersetzungen in sowjetischen Zeiten im Vordergrund. Heute ist dies vor allen Dingen ein Kampf um das Wie des Gedenkens. Und darüber diskutiere ich zum einen mit eben Andrzej Umanski, den Sie schon aus dem ersten Panel kennen, Historiker und Jurist. Und ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, Andrzej Umanski hat eben schon über den Verein oder die Organisation Yachad in Unum gesprochen. Seit mehr als 15 Jahren, glaube ich, sind Sie tätig für Yachad in Unum und inzwischen auch im Vorstand dieser Organisation. Und es wird gleich noch etwas mehr um diese Organisation gehen. Ich begrüße zu meiner Rechten den Künstler Nikita Kadan. Er hat studiert an der Akademie der Künste und der Architektur in Kiew. Er ist seit 2004 Mitglied des Künstlerkollektivs REP, Revolutionary Experimental Space. Und Nikita Kadan engagiert sich immer wieder in öffentlichen Diskussionen und diskutiert über künstlerische und gesellschaftliche Belange und unter anderem auch um die Fragen des kollektiven Gedächtnisses. Und eigentlich sollte hier noch ein dritter Stuhl stehen heute für die Journalistin und Filmkritikerin Daria Badjor, die leider nicht einreisen konnte aufgrund der Corona-Beschränkungen. Daria Badjor ist eine Herausgeberin eines ukrainischen Online-Journals. Sie ist Kuratorin eines Kiewer Festivals für Filmkritik und Mitbegründerin unter anderem der Gewerkschaft ukrainischer Filmkritikerinnen. Daria Badjor hat, da sie heute nicht aktiv teilnehmen kann, vorab die Fragen, die wir eigentlich mit ihr hier diskutiert hätten, nämlich über die aktuellen Konzepte und die Streitigkeiten um die Konzepte in Babyn Jar, vorab aufgenommen, und wir werden das gleich während dieser Diskussion hier einspielen. Daria Badjor wird übrigens, das möchte ich an dieser Stelle auch schon sagen, dann Englisch sprechen. Das heißt, da werden wir dann keine Übersetzung haben, sondern Sie alle werden Ihre Präsentation auf Englisch haben. Bevor wir
jetzt über das Wie sprechen. Darüber, wie erinnert wird an Babyn Jar, möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Frage, an was wird denn erinnert? Babyn Jar steht ja, das haben wir gehört, steht eigentlich symbolisch für diese massenhafte Ermordung von Juden im östlichen Europa, in Osteuropa. Es ist aber im ersten Panel schon sehr, sehr deutlich geworden, dass Babyn Jar ja nicht die eine Tat war, sondern dass kontinuierlich während dieser gesamten deutschen Besatzung, und zwar auf dem gesamten Territorium, das von der Wehrmacht besetzt wurde oder dann unter Zivilverwaltung stand, haben Erschießungen stattgefunden. Und Yachad in Unum ist eine Organisation, die sich der Dokumentation widmet. Und bis heute ist diese Dokumentation nicht abgeschlossen. Und ich glaube, André Umanski, es wäre gut, wenn Sie am Anfang noch mal ganz kurz sagen würden, was macht Yachad in Unum? Und vielleicht können wir daran gleich anschließen die Frage, was wissen die Menschen, die heute an diesem Ort leben, eigentlich über die Erschießung? Also ich versuche mich kurz zu fassen. Der Verein existiert jetzt schon seit über 15 Jahren, gegründet durch den französischen Priester Patrick Desbois. Franzose, kein Jude, kein Roma, eigentlich gar keinen persönlichen Bezug zu der Ukraine, bis auf einen. Sein Großvater war Kriegsgefangener in einem deutschen Nazi-Kriegsgefangenenlager in Rawaruska in der Westukraine, wo über 10.000 Juden erschossen worden sind und wo natürlich diese französischen und belgischen Kriegsgefangenen miterlebt haben, was mit den Juden geschehen ist. Und so war also der persönliche Bezug da. Und seit 2004 bereisen wir jetzt mittlerweile 9 Länder Osteuropas, also die ehemaligen Sowjetunion, aber auch noch zusätzlich Polen und Rumänien, um ganz richtig den Mord an den Juden, an den Roma und Sinti und anderen Opfergruppen zu dokumentieren, zum einen, und vor allem auch diese Orte des Verbrechens zu lokalisieren. Denn ganz richtig, wir haben es vorher gehört, diese Orte sind häufig ein Feld oder ein See, in dem die Menschen ermordet worden sind. Es gibt also nichts mehr, was einen daran erinnert. Die Hälfte solcher Orten, da gibt es keinen Gedenkstein, gar nichts. Und das ist also nur noch die Erinnerung der Zeitzeugen, die uns helfen kann, diese genauen Orte zu lokalisieren, wo immer noch, bis heute noch, die Menschen nicht ihre letzte Ruhe gefunden haben, die wirklich wie Tiere dort getötet und beerdigt worden sind. Und wir haben angefangen, uns für die lokale Bevölkerung zu interessieren. Ich habe ja gesagt vorhin, Landwirtschaft, und darum geht es. In den Dörfern leben die Menschen immer noch dort, wo sie seit 80 Jahren gelebt haben und haben das miterlebt, was mit ihren Nachbarn geschehen ist. Und über 60, 70 Jahre haben sie auch nie darüber gesprochen. Zum einen wegen der Sowjetunion. In der Sowjetunion war das Thema tabu und sogar gefährlich. Man sprach nicht darüber, was geschehen ist. Und zum anderen auch, man wollte seine Familie nicht belasten und letztlich auch, viele haben sich auch gar nicht dafür interessiert. Und diese Menschen sprechen zum ersten Mal darüber, was sie gesehen haben. Denn eines ist auch wichtig beim Holocaust in Osteuropa und durch Googeln, er fand öffentlich statt, vor aller Augen. Er war nicht heimlich, es war kein Geheimnis, es war nicht im Wald, sondern sehr häufig waren Zuschauer dabei, gezwungenermaßen oder nicht, insbesondere Kinder, die jetzt 80 Jahre später darüber berichten können, und deren Erinnerungen zeichnen wir auf, um ganz konkret herauszufinden, was passiert ist, wo ist es passiert, wo stand die Person. Es geht also darum, die Fakten aufzuarbeiten, was genau mit den Juden passiert ist, wie hießen sie, wie war das Leben vor der Ankunft der Deutschen und was ist mit ihnen geschehen. Vielen Dank. Sie haben ja gerade gesagt, an den meisten dieser Stellen steht kein Denkmal. Und wenn wir Gedenken uns vorstellen, dann ist das ja eigentlich die erste Assoziation. Wir denken an ein Denkmal aus Stein oder aus Eisen.
Die Art zu gedenken hat sich in den letzten Jahrzehnten ja sehr verändert und neben Denkmälern als solchen, die bis heute eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielen, sind diese Orte früherer Verbrechen heute zunehmend auch Orte der Information, Orte des Lernens, zum Teil auch Orte der interaktiven Auseinandersetzung mit dem, was dort passiert ist. Und das gilt zunehmend auch für Babyn Jar. Und wir wollen jetzt eben mehr erfahren und diskutieren über die Konzepte, die es dort gibt. Anlässlich des 75. Jahrestags des Massakers wurde 2016 die Stiftung Holocaust-Gedenkzentrum Babyn Jar in Kiew gegründet. Und es wurde dann, nach der Gründung, wurden erste Konzepte erarbeitet dafür, was in Babyn Jar eigentlich, wie das Gedenken aussehen sollte und was tatsächlich vor Ort auch in der Gedenkstätte passieren sollte. Es gab also erste Konzepte und im Jahr 2019 wurde dann erstmals ein wirklich künstlerischer Leiter ernannt, der Filmregisseur Elia Chrzanowski, und der dann wiederum mit neuen Konzepten kam, was zu großen Konflikten geführt hat. Und dieses Spannungsfeld wird uns jetzt Daria Babyn schildern. Das heißt, es geht sowohl um die ursprünglichen Konzepte, die wir hatten, es geht um die neuen Konzepte, die Unterschiede. Daria Babyn wird darüber sprechen, worin eigentlich die Spannung liegt. Und ich glaube, sie wird auch kurz etwas dazu sagen, wie weit es Lösungsansätze jetzt für diese Konflikte gibt. Und ich bitte deshalb jetzt um die Wiedergabe ihres Beitrags. Und vielleicht sollten wir uns dafür nochmal... es geht so. Thank you for inviting me to take part in this conference. It's really a big honor for me. Thank you. Unfortunately, due to the COVID-related regulations, I cannot attend the event in person. Germany does not accept the vaccine I have. So I made this video answering the questions that were addressed to me by the moderators. The topic of our panel discussion is the disputed memory. The memory about the Holocaust in Ukraine and the events of September 1941 in Babyn Jar in Kyiv. I'm going to talk about the changes that took place in Babyn Jar Holocaust Memorial Center in 2019 and how the Ukrainian state and civil society reacted to them. Firstly, let me talk a little bit about the differences, between approaches that were taken at the Memorial Center before and after 2019. So the Babyn Jar Holocaust Memorial Center was founded in 2015 with the initiative of the mayor of Kyiv, Vitaly Klitschko, and with the funding of Mikhail Friedman, Herman Hahn, and Viktor Pinchuk. Mikhail Friedman and Herman Hahn are the co-founders of the big Russian financial Alpha Group, and Viktor Pinchuk is a Ukrainian businessman whose focus is in steel. And he also is the founder of the art center of his name in Kyiv. So till 2019, there was a team led by Yana Barinova, who was the executive director of the Memorial Center. What was the approach that the Memorial Center had? For example, they had the scientific board with Dr. Karl Berghoff, who we all know and respect deeply, heading the board. The board consisted of renowned historians from both Ukraine and abroad. And these people created the basic historical narrative for the Memorial Center that was disputed with the public, with historians, and with the experts on commemoration. In October 2018, it was published, and you can still find it on the website of the Memorial Center.
There was also a core exhibition group, which was headed by Dieter Bogner, and this group developed a concept for the main exhibition of the Memorial Center. Also, there was a big architectural competition with prominent architects involved to decide what the building would look like. Its results are being reconsidered, by the way, by the new artistic director and his team. And also, till 2019, there were educational and research projects, but I think that the main problem was that these projects were great, but still they were not very visible for the mainstream media and, as I presume, for the supervision board and for the donors. Some of them, as a former team member recalls, wanted a wow effect at the Memorial Center. And that is the reason, I presume, that in 2019, Mikhail Friedman invited Ilya Khrzhanovsky, a Russian director who was appointed as an artistic director in Babyn Jar Holocaust Memorial Center in November 2019. The CEO of the project was Max Yakover, and together they lead the project from that time until today. And for the next few months after their appointment, a big part of the old team quit the project. So what were the main differences between the projects of Yana Baginova team and Ilya Khrzhanovsky team? In my opinion, the former had a big intellectual basis under the concept, and they were trying to talk about Holocaust and Babyn Jar tragedy in the context of human rights, justice, and dignity. They took it slow because the issue is very difficult and really very under-discussed in Ukraine. And that was, in a way, a sublime approach. As for Ilya Khrzhanovsky project, for me, it is rooted more in emotions and feelings that only artistic practices can provoke. That's why a large amount of attention is drawn to immersive practices, energies, experiences, sacred places, and so on. In my opinion, this team does a lot of projects and does it superficially instead of making something smaller but thorough and deep. If you visit the Babyn Jar Holocaust Memorial website, you will find some projects that are held now. For example, for now, the team gathers the names of the victims and makes a list. They talk with Kyjiv citizens about their experiences, about their heritage, about their approach to memory, and they collect a library of photographs and books on the topic. There is a lot of data on the website, but none of the analysis or reflection is provided. Why these photographs are presented there? Why do we need to watch those interviews? Why are what are the processes of collecting the names of victims and perpetrators? What are the contexts? What are the stories? Nothing will tell us the stories and context, unfortunately. The other thing is inviting big artistic names to contribute to the project in Babyn Jar. Jonathan Littell, Marina Abramovich, Sergei Woznytsya. Some of them are being criticized also for lack of context and lack of understanding of the tragedy and the whole history of Holocaust in Ukraine. At the beginning of the year, Babyn Jar Holocaust Memorial Center published a presentation for the upcoming projects. And we can see from that publication that they are going to cover not only the topic of Babyn Jar tragedy, but also they're going to create a lot of projects, and I quote there, they're going to create the Museum of Holocaust in Ukraine and Eastern Europe, the Museum of the Tragedy of the Oblivion of the Babyn Jar, the Museum of the Site
and the Kulanivska tragedy of 1961, an installation dedicated to the victims of the tragedy, the space for prayer with a synagogue, mosque, church, and a non-confessional space, educational and science centers, library, archive, educational and game space for children, and rehabilitation center for victims of psychological trauma. And also, from the latest news, the Memorial Center is now asking the city to rent one of the buildings of the Kyjiw Psychiatric Hospital, which is near Babyn Jar. They are going to make a museum there. Obviously, the idea is to commemorate patients of the hospital that were killed by Nazis in 1941, and this topic is also underdeveloped in Ukraine, I should say. So there are plenty of projects and plenty of ideas. Where is the state politics here, you would ask? As it always in Ukraine, there is no single answer. There are at least two answers. And for the first one, we can talk about Ministry of Culture and the Office of the President of Ukraine, which give their support to the Babyn Jar Holocaust Memorial Center. And the second answer will be about the State Ukrainian Institute of National Memory and its own concept of the commemoration of Babyn Jar tragedy. So, returning to the Ministry of Culture in Ukraine does not provide state politics for the Holocaust and state politics commemoration of the Holocaust and commemoration for the Babyn Jar. They take part in events organized by the Babyn Jar Holocaust Memorial Center, and thus we believe that the state is not a peer in this conversation with the Memorial Center. It is rather a silent supporter of its projects. The official events of the 80th year of tragedy took place on the 6th of October and were maintained by the Babyn Jar Holocaust Memorial Center with President Volodymyr Zelensky taking part in it. Moreover, the Ministry of Culture gave up an opportunity for the state commemoration project in Babyn Jar. In 2007, there was a state national historical park established in Babyn Jar. And the park had the money to renovate the administration building of the Jewish cemetery on the site and make a museum about Babyn Jar there. But since February 2021, this institution is headed by the new acting director appointed by the minister in a very non-transparent way, I should say. The new director is Rosa Tapanova, and she, unfortunately, as we can see, has no expertise in the topic. Still, she is a lawyer, and she used to be a lawyer in one of the firms of Andrei Yermak, who is now the head of the president's office and is a very influential figure for the cultural politics in Ukraine. So now, Rosa Tapanova supports Babyn Jar Holocaust Memorial Center, and she even announces the projects of the Memorial Center as the state ones. So there is a big opportunity that the state museum, funded by the public money, becomes a part of a private project. So what about the second answer? In Ukraine, there is an Institute of National Memory, whose director, Anton Grabovich, publicly criticizes the private memorial center. And now this institute holds the public discussion of the concept for the commemoration of Babyn Jar. This is the document that was written by Ukrainian historians, Vladislav Hranevich, Vitaly Nakhmanovich, Anatoly Podorsky, and others. This is the second draft of the concept that was presented a couple of years before and was also reviewed and pretty much criticized by European and Ukrainian colleagues.
And I'm sure that those who attend the conference could elaborate on the concept and tell more about it. But still, it is the only alternative from the state, alternative to the private memorial center. I was asked about the future of these projects. In my opinion, there is no possibility of uniting these two projects. And also, as for Babyn Jar Holocaust Memorial Center, I think that they will open some of the projects they announced, and those will be the projects less fundamental and not requiring a massive building. But still, there will be disputable and maybe there will be controversial. What about the civil discussion on the Babyn Jar Holocaust Memorial Center and the events they make? So there has been a huge public discussion since winter 2020. Since then, there are three big groups of people who take part in this discussion. Some people support the Yahya project, believing that his projects and ideas are better than nothing. And nothing, they think, was done for commemorating Babyn Jar tragedy for the 30 years of Ukrainian independence. Some people criticize the Babyn Jar Holocaust Memorial Center because of its funding resources. They are sure that Ukraine cannot allow Russian businessmen to make a big commemoration project in Ukraine, especially on such a difficult topic, and especially on the 8th year of the Russian-Ukrainian war. And there is a third group of people who see the lack of expertise, empathy, and depth in the project and approaches that Babyn Jar Holocaust Memorial Center proposes. As I said before, there are a lot of projects in museums, and some people see a risk that the scale that is proposed by Yahya dominates over the common sense and finding the consensus in the society about the topic. Still, with all quarrels and even toxicity that is now present in this context, the Babyn Jar tragedy is discussed in society and in media, and more people actually know about it and talk about it. Is there going to be any unified project brought to the table by the neutral participant? I don't know. In Ukraine, we are just learning how to negotiate difficult topics, and this is apparently how we do this for now. So I want to thank you for the attention, and if you have any questions about what I have said during my presentation, please feel free to write to me, and I will be happy to answer all your questions. Thank you. Ja, herzlichen Dank an Daria Padjor, die uns sehr kurz geschildert hat, worin bestehen eigentlich die Konflikte. Und im Wesentlichen geht es hier um zwei unterschiedliche Konzepte. Ein Konzept, was eben nach 2016 erstmal erarbeitet wurde und von dem Daria Padjor sagt, dass es stärker intellektuell war und gleichzeitig versucht, dieses Gedenken in den Kontext von Menschenrechten zu stellen. Im Gegensatz zum zweiten Entwurf ist dieser erste Entwurf wohl auch etwas, sagen wir, asketischer. Eine Entscheidung des Teams war es offensichtlich, und hier, Nikita Kadan, komme ich auch zu Ihnen, eine der Entscheidungen in dem ersten Entwurf war es wohl, keine Fotografien zu benutzen. Also in dieser Ausstellung keine Fotografien der Erschießungen zu zeigen. Nikita Kadan, Sie selbst als Künstler, Sie arbeiten auch viel mit Fotomaterial. Sie beschäftigen sich in Ihrer Kunst auch mit der Gewaltgeschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert, unter anderem auch mit Pogromen.
Wie schätzen Sie diesen Ansatz ein? Was halten Sie von diesem ursprünglichen Ansatz, in dieser Ausstellung auf Fotos zu verzichten? Thank you. Sie können Ukrainisch sprechen, es wird übersetzt. Ja. Так, дякую за питання. Так, я візуальний художник, а для мене це такий дуже хвилюючий досвід бути на сцені з справжніми істориками, але якщо так дуже коротко попередньо сказати про мій досвід десь поруч із цією сферою, то 3 роки тому разом із Софією Дяк, директоркою Центру міської історії Центрально-Східної Європи у Львові, ми започаткували проєкт, який зветься «Неозначені», власне, не у лапках, так, де є мої роботи, які базуються на фотографіях масового насильства на українській території в часи 30-х і 40-х років, насамперед у час німецької окупації, а також текстів істориків, зокрема згаданого тут Карла Бергхофа, також Яна Томаша Гроса, Кая Струве, Марсі Шор, письменників, як то Мартіна Поллока. І тут утворилася ситуація, де велика поліфонія, власне, цих дуже професійних, дуже досвідчених голосів, які з різних перспектив описували одні і ті самі події, якось зустрічалися з візуальною роботою лише одного художника. І тут візуальний матеріал опинявся чимось, що універсалізує різні позиції, різні способи говорити про травматичний досвід. Направду, головним полем бою у війні пам'ятей, адже зараз пам'ять про Другу світову, про окупацію, загалом пам'ять про травми ХХ століття є таким цілковито актуальним полем бою. Навіть якщо говорити про, власне, пропагандистську фразеологію навколо російсько-українського збройного протистояння, можна побачити, наскільки, власне, елементи історії Другої світової використовуються у пропагандах різних сторін, і наскільки вони зручно надаються для вибудовування найрізноманітніших аналогій, так, і відбілювання найрізноманітніших сучасних брудних інтересів. Так, так ось, головним полем бою є слова. А візуальні образи дуже часто працюють як щось, що оголює механізм маніпуляцій. Звичайно, ми знаємо, що можемо маніпулювати і за допомогою візуальних образів. Але я роблю, так мовити, там, мою ставку, так, на те, що універсальність візуального образу допомагає якби деконструювати, розібрати, знаєте, на запчастини ті маніпуляції, які здійснюються за допомогою слів. І це вимагає від нас дуже серйозного відбору, так, у тому полі візуальних свідчень і їх шокуючих, якби ретравматизуючих ефектах. Так, тобто робота з візуальністю катастрофи передбачає дуже серйозну роботу відбору і, знаєте, певний смак до візуальної чуттєвої аскези. І це те, чим я намагався керуватись в цьому проєкті та в інших проєктах на схожу тему. І тепер я хочу перейти, власне, до Бабиного Яру у Києві, до його нинішнього стану, і перейти ось так через, власне, опис візуального, але на словах.
Там є дуже багато об'єктів. Частина цих об'єктів походять з радянського часу, частина із 90-х та в основному 2000-х. Частина є здобутком вже 10-х. І, напевно, найвидовищніші об'єкти є найновішими і пов'язаними із діяльністю власне меморіального центру Babyn Jar під художнім керівництвом Іллі Хержановського. Тобто там стоїть цей величезний радянський пам'ятник роботи скульптора Михайла Лисенка, який візуально абсолютно відповідає цьому радянському концепту. Ось місце, де знищували радянських громадян. Ще був такий термін радянських патріотів. І, власне, там такий закручений вир із дуже атлетичних фігур, які абсолютно не схожі на, власне, знесилених, ослаблених жертв. Власне, там якісь, власне, атлети, герої гинуть у якійсь нерівній боротьбі з якимось вселенським злом, якого не видно, яке позбавлене обличчя. Там є новіші монументи. В основному вони встановлені різноманітними організаціями, пов'язаними з певними спільнотами. Тобто там є ромська кібітка, там є православний хрест, там є знак на честь закатованих українських націоналістів, в основному з організації українських націоналістів, власне, Мельниківської гілки, яка була більш активною у Києві і, власне, активно співпрацювала із німецькою адміністрацією, але попри те велика кількість її членів були потім німцями страчені. Там є пам'ятник дітям, які були закатовані у Бабиному Яру. Пам'ятник сентиментальний аж до якогось, власне, цинічного, комічного ефекту. Власне, його інакше там на моїй пам'яті не називали, ніж пам'ятник розстріляним іграшкам. І там є бронзова менора. І вже в час активної діяльності центру Babyn Jar поруч з нею з'явилася така дерев'яна розписна синагога, яка так механічно відкривається сама собою, як якась така чарівна коробочка. Так, там є величезний монумент з розстріляних кулями того ж калібру, який використовувався у Бабиному Яру, хромованих металевих стовпів, з яких линуть імена закатованих, із тлом із музики Шнітке та Равеля, і також певними звуковими модуляціями, пов'язаними з цифровими значеннями системи гематрії. Так, там є велика кількість каменів, у кожному з яких є такий окуляр. Ти можеш зазирнути в нього і побачити фотографії, власне, довоєнного Києва. Там є пам'ятник Куренівській трагедії, такий дуже ефектно віддизайнований. І ось з найновішого там з'явилася антрацитова стіна роботи Марини Абрамович з, власне, кристалами кварцу, які визирають із неї, доторкнувшись до яких, власне, різними частинами тіла ти можеш отримати певний езотеричний досвід, власне, за описом авторки. Тобто, інакше кажучи, Babyn Jar став місцем страшного і цинічного візуального засмічення. Vielen Dank. Vorwurf, ein großer Vorwurf an diese neuen Konzepte ist ja, glaube ich, auch dieser Eklektizismus. Das ist das eine, also so wie Sie es auch gerade beschrieben haben, ein Konglomerat von unterschiedlichen Objekten und ich glaube aber, es gibt einen Punkt und den haben Sie eben auch schon angesprochen. Sie haben von der Traumatisierung gesprochen, die Traumatisierung, die ausgelöst werden kann durch die Konfrontation mit dem, was passiert ist. Und Daria Padjor hat ja auch gesagt, dass dieser zweite Entwurf sehr stark auf Emotionen setzt.
Ich glaube, um den Konflikt wirklich zu verstehen, ist es vielleicht wichtig, kurz etwas nochmal zu Elia Krzyżanowski zu sagen. Er ist ein bekannter Regisseur und er ist auch ein sehr umstrittener Regisseur. Sehr bekannt geworden ist ein großes Filmprojekt von ihm, das den Titel trägt Dau. Es handelt sich hier um einen Film über einen sowjetischen Physiker und Nobelpreisträger, Lew Landau, in der stalinistischen Zeit. Und in diesem Film, und ich erkläre das hier kurz, weil ähnliche Konzepte kamen im ursprünglichen Ausstellungsentwurf dann, dieser Film hat, wenn ich das richtig sehe, ein bisschen so die Art von Big Brother, wie wir es kennen. Das heißt, für den Film wurde ein riesiges Institut, eine Riesenfläche für 2 Jahre angemietet und die Schauspielerinnen und Schauspieler lebten zum Teil komplett auf diesem Gelände. Das heißt, es gab eine völlige Vermischung von Arbeit und Leben und das war auch bewusst so. Und ich glaube, was provoziert werden sollte, waren genau Grenzüberschreitungen. Grenzüberschreitungen, wie es sie im Stalinismus ja auch gegeben hat. Das heißt, das war das Konzept dieses Films und wenn ich es richtig sehe, war zumindest im ursprünglichen Entwurf von Elia Krzyżanowski auch vorgesehen, eigentlich mit ähnlichen Mechanismen zu arbeiten. Eine Idee war, wir nehmen die Besucher mit auf eine Reise. Und Elia Krzyżanowski hatte den Plan, mit Materialien der Spielberg Foundation zu arbeiten, gleichzeitig Mechanismen aus den animierten Computerspielen zu benutzen und Personen im Grunde genommen die Möglichkeit zu geben, sich in einzelne Personen oder Personengruppen hereinzufühlen, in Täter oder Opfer. Ich glaube sogar, es gab die Option, dann selbst zu handeln, damit auch wieder konfrontiert zu werden mit den eigenen Gefühlen. Das war, wenn ich das richtig sehe, ein Teil der ursprünglichen Ausstellung, der eben auch sehr stark kritisiert wurde, weil er, was Daria Padior am Anfang gesagt hat, weil er eben sehr, sehr stark auf Emotionen setzte. Jetzt ist natürlich die Frage, Kunst soll provozieren. Hier auch wieder die Frage an Sie als Künstler, wie stehen Sie zu diesem Ansatz von Krzyżanowski, so stark auf Emotionen zu setzen? Im Kontext von Babyn Jar. Скажімо так, я належу чи відношу себе до того сегменту сьогоднішнього мистецтва, який скоріш не намагається знайти якісь емоційні кнопки, якісь чутливі місця у психіці аудиторії і, власне, через таке цілеспрямоване натискання видобувати з неї певні емоції, але орієнтується на власне, критичний аналіз того, як подібні маніпуляції відбуваються взагалі, як їх використовують певні групи влади, політичні сили, так, ідеологічні сили. Ну, власне, скоріше мені йдеться про демістифікацію, про руйнування магії. Крzyżanowski в цьому випадку з кращих мотивів чи ні, але хоче створити певну магію такої жорстокої імерсивності. І я думаю, що сам по собі цей підхід, він не може бути доречним на місці травми, адже він позбавляє аудиторію, власне, самостійного рішення. Тут втрачається можливість, знаєте, з холодною головою
зробити власні висновки, але адже твої емоції знаходяться під постійним атакою, під атакою, тиском з дуже-дуже інтенсивних сигналів. І також це патерналістський підхід. Він розраховує на наївність аудиторії, інфантильність аудиторії. А підходи, які будуються на уявленні про аудиторію як про наївну та інфантильну, це зазвичай підходи колоніальні. Тому що коли я дивлюся на, власне, перспективи розвитку діяльності Хержановського, направду ось ці об'єкти, цей Диснейленд з величезної кількості вкрай еклектичних об'єктів, малопоєднуваних між собою об'єктів, він все одно абсолютно не схожий на те, що анонсувалося на початку. Тобто, якщо на початку анонсувалося, що буде ледь не якийсь імерсивний тир, де ти можеш стати часткою розстрільної команди, чи що сліпі гіди будуть проводити глядачів по абсолютно темних коридорах, наразі нічого подібного. Наразі набір таких досить декоративних, спектакулярних об'єктів, які випромінюють такий, знаєте, дещо поверхневий гуманістичний чи псевдогуманістичний пафос. Тут перепрошую за таку надто внутрішню цитату з російської літератури, це, знаєте, як у Салтыкова-Щедрина. «От него ждали злодійств великих, а он чижика съел». Власне, це абсолютно не схоже на ті жахи, які анонсувалися на початку, які викликали такий супротив там у великої частини там, київської та української культурної спільноти, особливо якісь національно-консервативно орієнтованої частини. Ні, наразі проблеми інші. Але все одно це проєкт, який має виразну патерналістську оптику і колоніальну оптику. І я б хотів бачити, власне, на цьому місці, і ось, власне, я як художник, колись мені просто, знаєте, в якомусь інтерв'ю запитали, а ось якби ви на місці художнього керівника, що б ви зробили? Ні, на такому місці художнього керівника ні в якому разі. Бо на даний момент, згідно дуже точному зауваженню авторки Наталії Чермалих, яка написала один з найбільш точних і проникливих текстів про феномен, власне, музею і меморіального центру у Бабиному Яру, власне, в такому меморіальному центрі керувати мають науковці. Власне, художній керівник з будь-якою програмою, з будь-яким художнім підходом не може бути на чолі. Власне, художників, літераторів можуть запрошувати для окремих проєктів. Так, вони можуть реалізовувати окремі жести, але ці жести не мають, власне, ввести за собою цілий проєкт пам'яті про Babyn Jar. Danke. André Omanski, ich möchte diese Frage der Emotionen, die geschürt werden, auch nochmal an Sie richten. Weil Sie sind ja unmittelbar mit Personen im Kontakt, die sich entweder erinnern oder die plötzlich erfahren, dass an dem Ort, an dem sie leben, eine Erschießung, ein Massaker stattgefunden hat. Was glauben Sie, wie wichtig ist es, an Emotionen zu appellieren, oder ist es umgekehrt wichtig, Emotionen rauszulassen? Wie stehen Sie zu dieser Frage? Also erstmal zum ersten Teil der Frage. Die Menschen, die Frauen und Männer, die wir interviewen, sind sehr emotional. Es ist für sie häufig ja Erlebnisse aus der Kindheit. Ja, also man muss sich das so vorstellen, diese Menschen waren damals zwischen 6, 7 und 14 Jahre alt. Es ist also ein Trauma. Für viele ist bis heute noch nicht klar, warum häufig ihre nicht nur Nachbarn, sondern auch Freunde aus der Schulklasse, warum sie überhaupt getötet worden sind. Also häufig kommt diese Frage am Ende eines Interviews: Können Sie mir erklären, mein Sohn,
was hatten die Deutschen eigentlich gegen die Juden? Ja? Wie gesagt, nochmal, wir befinden uns auf dem Land. Das heißt, diese Menschen haben keinen Zugriff auf die ARD-ZDF-Mediathek und können Dokumentationen sehen. Nein, das ist vollkommen weg. Und dann auch noch, ich erinnere mich nochmal daran, wir sprechen ja heute 30 Jahre Ukraine und Sie müssen sich vorstellen, davor war das ein Tabu und völlig unbekannt. Man hat darüber in der Sowjetunion nicht gesprochen, über den Holocaust. Den gab es nicht in der sowjetischen Geschichtsschreibung. Ja? So dass natürlich auch der normale Bürger und die Menschen, die ältere Generation heute in der Ukraine, die die meiste Zeit ihres Lebens in der Sowjetunion verbracht haben, wissen darüber natürlich nichts. Und das heißt, für sie ist es auch eine Aufarbeitung, die sehr emotional ist. Die wollen das herausfinden und verbunden auch immer mit dem Vorwurf, den ich immer wieder gehört habe bei solchen Interviews, die Frage, warum kommen Sie erst jetzt? Ich bin schon so alt, ich habe schon so viel vergessen. Warum sind Sie nicht schon vor 20 Jahren gekommen? Wo waren Sie? Warum haben Sie so lange gewartet? Und das ist schon dann bedrückend, wenn Sie das nicht nur einmal hören, sondern 10-mal, hunderte Male. Und deswegen ist es, und ich habe den Eindruck, dass es für diese Menschen wichtig ist, darüber zu sprechen. Man merkt auch, sie sagen das auch, manchmal auch fühlt man das auch, sie wollen unbedingt das mitteilen der Nachwelt, was sie erlebt haben, auch natürlich, um uns auch zu warnen davor, was passiert in einem solchen Krieg, bevor sie sterben. Das merkt man auch ganz häufig, also dass sie nicht nur das erzählen, sondern auch gebrechliche, ältere Männer und Frauen auch wirklich diesen Ort zeigen wollen. Und zu der zweiten Frage, Emotionen, ich kann nur berichten, ich bin kein Künstler, aber ich kann berichten aus der Vorlesung. Ich lehre in Köln, ich lehre mit Vater de Bois in Washington, amerikanische Studenten, deutsche Studenten. Und es ist einfach so, dass die heutigen Generationen, die in den Universitäten sind, die sind sehr weit weg vom Zweiten Weltkrieg. Es wird abstrakt für diese Generation. Das ist genauso, wie wenn man über die napoleonischen Kriege spricht oder das alte Rom. Man hat also nicht mehr diese Selbstverständlichkeit, dass, wie ich zum Beispiel, ich bin groß geworden mit Geschichten von meiner Großmutter, von ihren Brüdern, wie sie gegen die Nazis gekämpft haben und der eine hat ein Bein verloren, der andere einen Arm und ich kenne diese Geschichten auswendig, habe also einen persönlichen Bezug dazu und hänge natürlich sehr an dem Thema und interessiere mich nicht nur fachlich dafür, sondern auch persönlich. Das ist anders mit jungen Frauen und Männern, die im 21. Jahrhundert sogar mittlerweile geboren sind. Das heißt, man muss auch jetzt andere neue Konzepte finden, um junge Menschen für das Thema interessieren, denn man kann nicht einfach mehr sagen, das ist der Zweite Weltkrieg, das ist der Holocaust, das ist wichtig, das gehört sich so. Und anders als viele Ukrainer und meine Kollegen in der Ukraine denken, dass jeder Deutsche weiß, was Babyn Jar ist. Und jeder in der Schule weiß, was Babyn Jar ist. Und ich muss leider den Kollegen immer sagen, das ist nicht der Fall. Viele Deutsche wissen zwar, was Auschwitz ist, aber was Babyn Jar ist, was in der Ukraine passiert ist, das wissen die wenigsten. Ich habe in Heidelberg im Geschichtsunterricht darüber nichts erfahren, muss ich ehrlich sagen. Ja. Sodass ich denke also schon, man muss neue Wege finden, wie man den neuen Generationen das näher bringt, wie man sie packt, durch welche Mittel. Das ist eine große Herausforderung. Ich denke, sowohl der Historiker, aber auch natürlich viele andere Wissenschaftler und Künstler, wie man dieses Thema auch neuen Generationen rüberbringt. Und das wird, denke ich, das nächste große Challenge für die Museen, die Gedenkstätten sein in vielen Ländern. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Abschluss dieses zweiten Teils. Nikita Kadan, ich habe trotzdem noch eine Frage an Sie. Sie haben ja eben gesagt, dass Sie es eigentlich für so eine Gedenkstätte wie Babyn Jar wichtig finden, dass es in erster Linie Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sind, die hier die Konzeption vornehmen. Trotzdem die Frage an Sie als Künstler, was ist es, was Kunst leisten kann? In der Erinnerung,
an Gewalterfahrung oder konkret in der Erinnerung an ein Massaker wie Babyn Jar? Мистецтво з одного боку, власне, якщо не йдеться про мистецтво такого патерналістського маніпулювання емоціями, так, але критичне сучасне мистецтво може деконструювати ідеологічні механізми, механізм маніпуляції, ті механізми, які власне підживлюють власне новітні націоналізми і новітні тоталітарні проекти, власне, енергією колишніх націоналізмів і колишніх тоталітарних проєктів. Тобто, можливо, знаєте, зруйнувати цю тяглість між знаєте, кровожерливими проектами минулого і тими сучасними проектами, які, власне, намагаються повторити їхній успіх. Це більш, скажімо так, поверхнево-утилітарний рівень. Тут можна розуміти, як ці речі працюють. Власне, як зібрати цю машину, власне, машину деконструкції, так, ідеологічної маніпуляції, ми більшою чи меншою мірою сьогодні розуміємо. Але є рівень тонший, його вербалізувати досить складно. І тут йдеться про універсальність болю, про те, що понад чи попід національними кордонами, так, тими лініями, що проходять між ідентичностями, між спільнотами, між поколіннями, власне, між будь-якими групами, на які можна розділити людство, так, є певна універсальність. Власне, кістки хрустять у всіх однаково. І мистецтво з своїм, власне, зверненням до універсальності людського досвіду може зіграти у схожу гру із хронологією і, власне, з течією часу. Так, дати зрозуміти, що Бабин Яр може відбутись тут і зараз також. Власне, що ми ніколи не переходимо остаточно тієї межі, яка залишає подібні катастрофи людяності у минулому, до якого нема вороття. Власне, мистецтво зав'язує, власне, хронологію вузлами. Так, воно демонструє, власне, цю поєднаність і плинність минулого, теперішнього і майбутнього. І саме таким чином мистецтво звільняє, власне, спільний людський травматичний досвід. Ні, можна було б говорити і про нелюдський, можна говорити про нелюдських акторів, можна, власне, розширити це ще більше. Власне, до цього мистецтво і тяжіє, до максимальної універсалізації, так, до пошуку нових і нових кордонів універсалізму, які треба знайти і перейти їх, а потім шукати нові. Так, але воно знаходить цей ґрунт спільного. І таким чином, замість обслуговування, власне, якихось проєктів, пов'язаних із національними інтересами, національними ідеологіями, із інтересами окремих спільнот, воно може продемонструвати спільність, нашу спільну вразливість, власне, відсутність будь-яких гарантій на цій землі. Ось, власне, це вища і складніша місія.
Danke. Also die Universalität des Schmerzes als etwas, was man als Erfahrung aus Babyn Jar mitnehmen kann, vielleicht mitnehmen sollte. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für dieses Gespräch. Sie alle sind jetzt noch eingeladen, hier zu bleiben zu der Musik, die jetzt aufgeführt wird. Ich glaube, es gibt eine kleine technische Pause für den Umbau und wir hoffen, dass Sie dann hier noch mit dabei bleiben. Also nochmal ganz herzlichen Dank an Andrei Umanski und an Nikita Kadan.